Ich hasse es, wenn der Hauptgewinn oder das seltenste Item ein Skin ist und dann noch dazu nicht mal irgendwie eine Select-Box, wo du zumindest aus 5 Skins auswählen kannst, dass du zumindest sagen kannst, ich krieg den geilsten Skin oder sogar alle 5, wenn ich genügend Boxen öffne. Sondern das ist einfach irgendwas, was sie ausgesucht haben. Meistens irgendein hässliches Speed-Set ohne Speed oder so. Also eine hässliche Variante eines Speed-Sets, die aber kein Speed gibt. Also ein reiner Skin halt. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich denke mir so, ja, das will ich gar nicht haben. Also am besten ist es, die Trostpreise bei einem Event oder bei so einer Eventbox sind gut. Also Power-Ups halt in der Regel. Und dann halt auch bestenfalls gute Power-Ups. Hauptgewinn ist halt bestenfalls, und wenn es eine 0,01 Chance ist, aber Hauptgewinn ist halt bestenfalls ein richtig geiles Premium-Item. Ja? Eine Party-Scroll für ein paar hundert F-Coin oder sogar eine richtig große Party-Scroll für über 1000 oder so. Ich finde, dann ist ein Event richtig gut, wenn du dich nicht drüber ärgerst, wenn du nur wenn du nur schlecht ziehst, weil die schlechten Belohnungen sind trotzdem gut, also gut genug, weil es halt zumindest, wie gesagt, Power-Ups sind, die du tatsächlich benutzt. Cotton Candy Select Box zum Beispiel, Vitaldrink Refresher Hold Upcut oder von mir aus auch Low Def Upcut, Low Grid Eel und solche Sachen. Das ist alles fein, solange du halt auch die Chance hast, was Geiles zu ziehen. Es muss halt die richtige Balance sein. Ich meine, es können nicht nur Hauptgewinne sein, ist auch klar. Aber wie gesagt, ein reiner Skin, der nicht mal ein Speedset ist und dann kannst du den nicht mal aussuchen, sondern ist einfach festgelegt und in der Regel sind das halt echt nicht die schönsten Sets. Wobei das natürlich immer subjektiv ist, aber in der Regel sind das schon wirklich hässliche Sets, die in diese Events reinballern. Ich sag nur 2024, Neujahrs-Event, dieses Hunbox-Set, fand jeder ultra hässlich. Beim letzten Neujahrs-Event weiß ich gar nicht mehr. Aber das war jetzt, glaube ich, auch nicht das Schönste. Also da machen sie auch nie die geilsten Sets rein, sowas wie Shadowhunter oder so. Oder Eastern Warrior oder Medieval Knight oder so. Da machen sie immer irgendwie Sets rein, die sowieso keiner jemals kaufen würde, gefühlt. Also die Balance zwischen... Also ich meine, ja, kann nicht nur gute Sachen geben, klar. Es muss schon eine Balance zwischen den Events geben. Mal so ein Event, wie es jetzt ist, wo man sich dann eher drüber ärgert. Aber dann halt auch wieder Events, wo du halt sagst, hammergeil. Das letzte Event, wo das so war das mit den Jewel Tweezers. Ich weiß nicht mehr, welches Event das war, ehrlich gesagt. Aber da, wo der Hauptgewinn im Endeffekt der Jewel Tweezer war, wo du sonst eigentlich auch nur geile Sachen gezogen hast, fast. Also Upcuts und so weiter, Power-Ups. Das war ein gutes Event. Da hat man sehr viele nice Sachen bekommen und hatte die Chance. Ich meine, gut, Jewel Tweezer ist nur 300 F-Coin, das ist jetzt so ein kleiner Hauptgewinn. Aber Jewel Tweezer, falls du es irgendwann brauchst, musst du es definitiv für F-Coin kaufen, weil es ja noch nie ein Event gab, wo es die, also jetzt gab es ein Event, wo man die mal kostenlos bekommen konnte. Und das ist halt dann in meinen Augen schon ein gutes Event, weil es ein Item ist, 300 F-Coin. Es hat jetzt auch nicht die niedrigste Wahrscheinlichkeit, also ich habe, glaube ich, 10 Stück gezogen oder so. Na gut, ich hatte natürlich auch sehr viele Boxen, schon klar. Aber man konnte es auf jeden Fall ziehen, weil man genug gespielt, genug gefarmt hat oder genügend Charakter hatte, auch mehrfach. Und wenn du es aber nicht gezogen hast, hast du dich nicht geärgert, weil du hast auch Amplis, Upcut und den ganzen anderen Käse bekommen. Und da gab es dann eigentlich, also so richtige Trostpreise wie zum Beispiel Feuerwerk. Also die Yeti-Box ist schon geisteskrank, weil was ist da drinnen? Der Hauptgewinn, den man nicht haben will. Also du willst nicht das Seltenste, sondern du willst das zweit- oder drittseltenste. Die absoluten Trostpreise sind einfach Feuerwerk, was halt wirklich ein komplett nutzloses Item ist. Also ich meine, das ist der schlimmste Trostpreis, den man sich nur vorstellen kann, weil es ein komplett nutzloses Item ist. Es gibt nichts Schlechteres als das. Also es geht nicht schlechter als Feuerwerk. Das ist das absolute Schlechteste, was man jemals ziehen kann aus so einer Eventbox. Und davon hast du 3 Stück, die eine grundsätzliche Wahrscheinlichkeit von alle 3 über 10% wahrscheinlich haben. Also 1/3 der Box ist Feuerwerk. Und der Hauptgewinn ist auch schlecht. Also, ich meine, gut, okay, muss es so sehen. Okay, wenn das seltenste Item schlecht ist, ist es ja eigentlich gut. Weil dann sind die anderen Sachen ein bisschen wahrscheinlicher. Aber naja, so funktioniert es ja dann auch nicht wirklich. Also, naja. Also, ich weiß nicht. Ist schon manchmal anstrengend mit diesen Events. Voll verstehe ich die Logik, wie gesagt, nicht, weil manchmal sind die Events ja richtig gut, genauso wie man sie will. Wie gesagt, wie diese Jewel Tweezer Box, bei der war das eigentlich schon ziemlich gut. Also besser geht immer, aber schlechter halt auch. Und das aktuelle Event oder viele Events, die auch back-to-back stattfinden und so, denkst du dir halt schon, wer zum Teufel hat sich das ausgedacht? Oder das kann doch nicht die gleiche Person gewesen sein,
die sich die letzte Box ausgedacht hat, weil die letzte Box war richtig gut und die Box ist richtig... Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass du die Jedi-Boxen in Massen farmen kannst. Also ja, du kannst sie den ganzen Tag lang farmen, theoretisch ohne Einschränkung. Aber es dauert ewig. Also, was waren es, um alle Items zu kriegen? 800 irgendwas? Man fahr mal 800 Jedi-Boxen, da bist du schon ein bisschen beschäftigt. Ein paar Stunden auf jeden Fall. Sehr viele Stunden wahrscheinlich.